Es ist wieder an der Zeit für unser jährliches Update zum Auftakt der neuen Campingsaison. Wie gewohnt gibt es wieder 3 Update-Kategorien von unserer diesjährigen Reiseplanung über die geplanten Anpassungen an unserem Faltcaravan-Setup bis hin zu den Neuigkeiten in Sachen Falthaus selbst. Also legen wir am besten gleich los mit unserem Reiseplan für 2023. Sofern das Wetter im Mai mitspielt, planen wir aktuell einen mehrtägigen Kurztrip an den Gardasee auf den Camping Bella Italia in Peschiera del Garda, wobei sich die Kinder primär auf einige Tage im Gardaland freuen, für den wir, wie gewohnt, das Saisonabo gelöst haben. Für Juli steht dann der große mehrwöchige Sommerurlaub im sonnigen Italien an, für den es uns erneut an den Gardasee ziehen wird. Diesmal allerdings auf die andere Seite des Gardalands, nämlich zum allerersten Mal auf den Campingplatz Spiaggiadoro, unmittelbar neben Lazise. Im August geht es dann erneut an die weltweit größte Campingmesse in Form des Caravansalon in Düsseldorf, damit ich für euch auch in diesem Jahr wieder die neuesten Entwicklungen in Sachen Campingzubehör sowie neue Zeltanhängermodelle in Videoform liefern kann. Eventuell geht es im Herbst noch für einen Kurztrip nach Dänemark, wobei ich aus zeitlichen Gründen dann aber wahrscheinlich den Falter in der Garage lassen werde und mal wieder in den Flieger steige. Jedoch ist für den Zeitraum noch so einiges ungewiss und somit nichts definitiv geplant. Neben einigen kleineren Reparaturen, wie beispielsweise dem Ersatz der nach 7 Jahren Campingeinsatz etwas durchgerosteten und beschädigten Befestigungsösen unserer Wäschespinne, welche aufgrund des kleineren Durchmessers nun auch besser mit unseren als Heringe verwendeten Tellerkopfschrauben harmonieren, haben wir natürlich auch wieder einige Anpassungen und Optimierungen an unserem Faltcaravan-Setup vorgenommen. Nach den umfangreichen Änderungen in den Jahren 2020 und 2021, welche primär im Zusammenhang mit dem Wechsel unseres Zeltanhängers standen, normalisiert sich das Ganze langsam wieder. Und so sind für dieses Jahr aktuell gerade einmal 10 Anpassungen geplant, um uns noch näher an das, zumindest für uns, perfekte Faltcaravan-Setup zu bringen. Insgesamt 5 Elemente sollen für 2023 durch neue und bessere Produkte ersetzt werden. Da wäre zum einen das Multifunktionsfeuerzeug, welches uns schon seit dem allerersten Faltcaravan im Jahr 2017 begleitet und dessen nicht nachfüllbarer Tank sich langsam dem Ende zuneigt. Stattdessen soll in Zukunft ein wiederaufladbarer Brunner Firestick dessen Platz einnehmen, welcher statt mit einer offenen Flamme durch einen Lichtbogen unsere Kocher zünden wird. Auch unser Reinhold Max Feuerlöschspray ist seit 2017 mit dabei und kam glücklicherweise in all den Jahren kein einziges Mal zum Einsatz. Nun steigen wir auf einen Feuerlöscher der neuesten Generation in Form des Maus X10 in der Variante Klein um. Dieser kann es mit sämtlichen Brandtypen aufnehmen und wird im besten Falle für die nächsten mindestens 7 Jahre ebenfalls ungenutzt, aber stets griffbereit im Ablagefach unserer Faltcaravan-Küche liegen. Wenn es um das Schnipseln oder Verkleinern von Zutaten zum Kochen geht, hatten wir bislang einen großen, handbetriebenen Rösli-Multischneider aus dem Jahr 2018 dabei, von dem auch zu Hause noch einer in unserer Küche steht. Für dieses Jahr versuchen wir es mit einer etwas kleineren und dafür akkubetriebenen Variante in Form des Livington 3 Seconds Chopper. Mal sehen, ob dieser nochmals etwas Arbeit und vor allem auch Zeit beim Kochen sparen kann. Von unseren Kindern kam letztes Jahr der Wunsch, ebenfalls richtige Campingstühle zu bekommen, da sie die seit 2019 genutzten Isabella Regiestühle mittlerweile eben nicht mehr nur kurz zum Essen am Campingtisch nutzen, sondern immer öfter und auch länger am Tisch malen, spielen oder basteln wollen. Nach einer längeren Recherche sind wir dann beim kleinen Bruder unserer Hochländer in Form des Westfield Saliner Klappstuhls gelandet, welcher nur unwesentlich schwerer, dafür aber einiges bequemer für das längere Sitzen und auch Liegen ist. Da uns im Rahmen des letzten Urlaubes die Camplight USB-Lichterkette an einer nicht reparierbaren Stelle gebrochen ist, muss diese durch eine stabilere Variante von Campwerk ersetzt werden. Bei dieser wurden die dünnen Kupferdrähte nämlich mit einer Kunststoffummantelung versehen, welche hoffentlich dafür sorgt, dass die Lichterkette einiges länger halten sollte als nur gerade 2 Jahre Einsatz in unserem Faltcaravan auf dem Campingplatz. Fehlen noch die 5 Elemente, welche voraussichtlich neu zu unserem Setup stoßen. Ich wurde immer wieder gefragt, wie wir im Urlaub den Kaffee zubereiten, und bis jetzt war die Antwort ganz simpel, nämlich gar nicht. Denn da wir bislang primär in Italien auf den Campingplätzen anzutreffen waren, haben wir uns stets Kaffee vom nächstbesten Barista gegönnt, da die Italiener wahre Kaffeegenießer sind und es quasi unmöglich ist, einen schlechten Kaffee zu bekommen.
Doch da wir künftig etwas flexibler sein wollen, auch was die Reiseziele anbelangt, planen wir künftig eine Kaffeemaschine in Form der Coffee Bee Globe mitzuführen. Diese zieht zum einen beim Erhitzen des Wassers nicht so viel Ampere wie andere Kaffeemaschinen und hat den Vorteil, dass keinerlei Abfall, zum Beispiel in Form von Aluminiumkapseln, entsteht, da die in der Schweiz entwickelte Lösung auf kompostierbare Kaffeebälle setzt. Meine Frau möchte zudem künftig einen Wasserkocher ins Setup aufnehmen, um zu sehen, ob dieser in manchen Situationen eventuell etwas Zeit sparen könnte. Da dieser möglichst leicht und kompakt sein sollte, ist es am Ende ein faltbarer Wasserkocher von Eurotrail geworden. Ob es dieser am Ende aber tatsächlich ins Faltkran-Setup schafft, dürfte sich bereits im Rahmen einiger Tests zu Hause über die nächsten Tage und Wochen zeigen. In Sachen Beleuchtung möchten wir das neue Solarlampenset von Isabella im Campingalltag testen, unter anderem als stimmungsvolles Licht auf dem Campingtisch in unserem Esszimmer respektive Vorzelt. Unter anderem nimmt uns Wunder, ob diese unter dem Sonnendach überhaupt noch genügend Sonnenlicht für die Solarzellen abbekommen oder dann doch ab und zu noch via Kabel aufgeladen werden müssen. Im Rahmen des Caravan-Salon in Düsseldorf wurde ja die Standplattform für den EcoMar 2000 angekündigt, mit dem sich der praktische Heizwürfel auch auf unebenen respektive weichen Unterlagen platzieren lässt. Ich möchte darum gerne testen, wie gut das Ganze sowohl zwischen den beiden Schlafkammern unseres Camplet Passion als auch in der Schlafkammer der Kinder direkt auf der Matratze funktioniert und deshalb ein Exemplar davon zumindest provisorisch in unser diesjähriges Setup aufnehmen. Und zu guter Letzt hatten wir im vergangenen Sommer ja noch ganz spontan eine Hängematte dabei, welche sich leider nur zwischen zwei bestimmten Bäumen auf unserem Stellplatz befestigen ließ, wenn wir gerade keinen Platznachbarn hatten. Darum habe ich in der Winterpause nach einer Lösung gesucht, die auch ohne Bäume funktioniert und bin am Ende beim zusammensteckbaren und leichten Hängemattenständer von Kamuk gelandet, welcher speziell für Backpacker entwickelt wurde. Das Ganze gab es gleich im Bundle mit einer passenden, ultraleichten Hängematte. Wie gewohnt findet ihr sämtliche potenziellen Anpassungen für das Setup 2023 zusammen mit allen anderen Elementen unseres Faltcaravan-Setups über den einfach zu merkenden Link falt.haus/setup, welcher natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und damit wären wir auch gleich beim letzten Update angelangt, nämlich der neuen offiziellen Webseite von Falthaus, respektive falt.haus. Dort findet ihr nun nicht nur stets das neueste Video und die letzten Änderungen an unserem Setup, sondern auch das komplette Videoarchiv unterteilt in die einzelnen Kategorien. Im Setup-Bereich zeigen wir auf, wo genau sämtliche Elemente und Ausrüstungsgegenstände nach dem Aufbau stehen, hängen oder liegen, während unter dem Menüpunkt Gespann dieselben Elemente im zugehörigen Stauraum während des Transports gelistet sind. Alle Elemente verfügen jeweils über Spezifikationen wie dem Gewicht und einem Link zu weiterführenden Infos. In Zukunft werden dann auch noch weitere Bereiche der Webseite aufgeschaltet, welche künftigen Faltcaravan-Besitzern den Einstieg erleichtern sollen, aber auch bestehenden Zeltanhängerliebhabern noch das eine oder andere auf den Weg geben. Ich habe übrigens versucht, sämtliche Verbesserungsvorschläge aus der Falter-Community bezüglich der alten Setup-Datenbank im Rahmen der neuen Webseite umzusetzen. So ist diese nun unter anderem auch zu 100% für Mobilgeräte optimiert. Lasst es mich gerne wissen, egal ob über die Kommentare unter diesem Video oder via dem neuen Kontaktformular auf der Webseite, was ihr von der neuen Webseite haltet. Denn ich bin stets offen für konstruktives Feedback und Verbesserungsvorschläge. Das war's jetzt aber fürs Erste mit Updates für die aktuelle Campingsaison. Bis zum nächsten Video und frohes Campen!